Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Fly of the Universe Video. Heute sind wir wieder am Start mit Blessings of the Demon. Und ja, ich würde sagen, wir fangen hier an mit Ausweichen. Ich habe den Tipp bekommen, Blessing of the Demon soll schneller gehen, wenn man mehr FPS einstellt. Und überraschenderweise scheint das auch zu stimmen. Das ist wirklich faszinierend. Und ja, ich bin heute wieder am Start. Das Problem ist, ich könnte es heute auch nicht gleichzeitig machen. Deswegen müssen wir es heute leider auch so machen. Einzeln. Weil ich denke, selbst mit höheren... Crit-Rate? Boah, das hat sich aber richtig... Das hat gerade richtig gezuckt, ey. Und zwar kann ich es nicht zeitgleich machen, weil die 3 Chars, auf denen ich es gerne machen würde, die sind alle 3 auf dem gleichen Account. Meine beiden Ranger, mit denen ich aktuell Kreton farme, und halt dieser Blade, mit dem ich auch aktuell Kreton farme. Und das heißt, ja, es wird ein relativ langes Video, weil es nicht zeitgleich geht, aber das sind halt einfach die Chars, die es halt am dringendsten, sage ich mal, bräuchten irgendwo. Ich meine, theoretisch, meine Elementoren könnten es natürlich auch irgendwo gebrauchen, aber ich meine, jetzt steht FEC vor der Tür und so. Also, sage ich mal, ist es eigentlich relativ egal. Das sind jetzt auch alles selbstgefarmte Blessing of the Demon von Kreton. Sind so knapp 500 Stück, so 480 oder so wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob wir alle benutzen werden, mal schauen. Wenn die Ergebnisse relativ gut sind, werde ich es wahrscheinlich einfach lassen. Und dann könnte man nochmal über Elementor oder so reden. Also, Crit-Rate braucht dieser Blade hier eigentlich nicht. Leider habe ich zweimal Crit-Rate bekommen, einmal Crit-Damage und Crit-Damage ist nur 0,5. Eine Crit-Rate ist ja sogar 1%, was schon relativ gut ist eigentlich an für sich. Ich kann auch nicht... Alter, Magiebeschleunigung 1%, das ist sehr selten. Ich kann auch persönlich nicht viel anfangen mit, keine Ahnung, diesen halben Prozentwerten. Ich finde das irgendwie ein bisschen goofy. Finde ich ein bisschen schade, dass sie das überhaupt eingeführt haben, ehrlich gesagt. Weil es halt ja irgendwie so dämlich aussieht. Also es sieht dämlich aus und es ist auch irgendwie so... Ich weiß gar nicht, wie funktionieren halbe Prozent überhaupt. Wenn ich jetzt 33,5 habe, heißt das dann wirklich zu 33,5% der Zeit? Also ich finde das einfach so irgendwie so unnötig. Und ja, kein Fan davon. Also irgendwie uncool. Und nothing. Also, ja, ich meine, das Beste wäre wirklich Crit Damage eigentlich überall drauf. So 2% Crit Damage auf jedem Teil. Das wäre so der Banger. Also 2 mal 1% halt wahrscheinlich. Das wäre das Realistischste, was man kriegen könnte. Aber mit so wenigen Blessing of the Demons ist das halt natürlich schon unwahrscheinlich. Naja. Wenn die Werte Trash sind, kann man wenigstens instant rerollen. Dex und Angriff. Reroll? Hatten wir überhaupt schon mal Crit Damage? Ich glaube noch kein Mal. Heute. Dex und PvP Damage Resist. Ja, oder so 5 STR oder so will ich natürlich auch lassen, aber ja, die Wahrscheinlichkeit, dass das kommt, dürfte auch recht gering sein. Also ich habe auch nicht vor, wirklich viele Blessing of the Demon in der Zukunft zu benutzen. Ich habe sowieso ein bisschen Angst davor, dass sie halt doch irgendwann besseres CS releasen, muss ich sagen. Also so, auch wenn sie das jetzt selbst nach dem 10% Speedset Fauxpas nicht gemacht haben, dass jetzt basically jeder, der zu der Zeit gespielt hat, ein gratis 10% Speedset bekommen hat. Sie haben es immer noch nicht getan, es ist ja auch schon wieder ein bisschen Zeit vergangen seitdem. Und klar, jetzt wäre die perfekte Gelegenheit gewesen, es mal zu machen. Sie haben es immer noch nicht getan. Seit über 2 Jahren haben wir nur, seit fast 3 Jahren, haben wir nur 10% Speedsets oder nur Speedsets, keine anderen Sets im Game. Aber dennoch ist es nicht auszuschließen, dass sie es nicht doch irgendwann machen. Und ich will es mir nicht vorstellen, wie die Reaktion der Spieler sein wird, die hier Tausende, aber Tausende, wenn nicht sogar Zehntausende Blessing... Nein! Warum denn ausgerechnet mit Int, Alter? 4 STR. Ich meine, das ist besser als Ausweichen 1. Ja, würde ich fast sagen, PvE-Schaden ist wahrscheinlich noch relativ schlecht. PvE-Schaden 20, das müsste nämlich literally 20 Schaden bedeuten. Das sollte auch ziemlich schlecht sein. Oh, Crit Damage. Ah. Ärgerlich. Mann, das ausgerechnet Int plus 1 wäre. Na gut, wenn es jetzt Dex plus 1 wäre, würde es auch nicht viel bringen. Aber ausgerechnet Int, der einzige Wert. Blade ist sowieso so eine Klasse, dem bringt ja eigentlich alles was. Dex, STR, STA.
Ausweichen, also eigentlich fast alles außer Magiebeschleunigung, Int, MP, vielleicht Angriffstempo noch, aber so wirklich von allen Werten, von allen Charaktern gefühlt, kann Blade die meisten Werte verarbeiten irgendwo zu was Sinnvollem. Jetzt wäre es auch wieder STA und Int gewesen, aber gut, STA will ich gar nicht. Bei manchen Werten weiß ich gar nicht, was da überhaupt der Höchstwert wäre. Aus dem Kopf raus, ich habe jetzt nichts offen oder so, keine Liste. Wozu auch? Wir haben ja gar nicht vor, auf Maximalwerte zu rollen. Wir wollen hier einfach nur was halbwegs Solides stehen haben. Aber ja, wie gesagt, zurück zu meinem Ausgangspunkt. Also, ich persönlich halte es nicht für ausgeschlossen, dass da doch nochmal was kommt. Und die Reaktion der Leute, die halt wirklich da hier sehr viel Geld, sehr viel Zeit auch investiert haben, es dauert ja auch wirklich lange. Selbst wenn es noch dreimal so schnell wäre wie jetzt, wird es immer noch ewig dauern, bis man hier mal ein paar tausend Dinger durchgerollt hat. Da geht ja auch wirklich sehr viel Zeit ins Land. Und ja, die Reaktion von solchen Leuten wird nicht gut sein. Also eigentlich haben sie es sich jetzt fast schon verbaut, weil damit werden sie sich halt bei gewissen Leuten so unbeliebt machen. Und diese gewissen Leute sind halt vermutlich auch Leute, die sehr viel spielen und sehr viel Geld für dieses Spiel ausgeben. Also nicht unbedingt Spieler, bei denen man unbeliebt sein will als Developer. Es ist halt ein zweischneidiges Schwert. Man eröffnet sich neue Einnahmequellen, aber zeitgleich verärgert man auch eine Menge Leute, die man wahrscheinlich nicht verärgern sollte. Oh man. Also Crit Damage kam jetzt ein paar Mal, aber es war literally jedes Mal 0. 3-mal kam es, glaube ich, oder 4-mal vielleicht sogar. Es war jedes Mal 0. Ich weiß gar nicht, bringt es eigentlich was, wenn ich hier das Interface ausblende? Es geht tatsächlich. Dann sehe ich halt auch meine FPS nicht mehr. Ja, gefühlt ist es nochmal ein kleines bisschen schneller. Alles, was die FPS boostet. Okay, schnell OBS ausmachen. Ausweichen und Angriffstempo ist auch so ziemlich die uselesseste Combo, die man kriegen kann. Oh, Magiebeschleunigung, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. STR und HP, das wäre schon besser als Int auf jeden Fall. PvE-Schaden 20, da waren wir, das ist unser Ausgangspunkt. Angriff und Int. Oh, Int plus 3. Alter. Damn. Nahkampfwaffe 2 ist auch gar nicht so bad auf einem Char, bei dem man es gebrauchen könnte. Crit-Rate ist so... brauche ich auf dem Char nicht. Ich meine, Geschwindigkeit 5, geht es? Ich glaube, ja, vielleicht nur 3. Ich weiß nicht. Ja, keine Ahnung. Kommt immer auf die Combo an. Geil wäre es halt wirklich, wenn du 2 positive Werte immer bekommst, aber das ist bei Blessing of the Demon ja eh schon ziemlich unwahrscheinlich. Also man muss sich ja immer schon über einen guten Wert freuen. Aber wenn halt ein Wert kommt, den du nicht unbedingt willst, wäre es halt nice, wenn es zumindest 2 Werte sind, die du nicht unbedingt willst. Also zum Beispiel Geschwindigkeit plus irgendwas und dann vielleicht noch PvE-Schaden plus 20 oder irgendwie so. Dass ich es noch ein bisschen schön reden kann. Bitte keine Magiebeschleunigung. Okay. Ja gut, es wird zwangsläufig passieren, dass mal ein Char, der es nicht will, fett Magiebeschleunigung reingedrückt bekommt und man sich drüber ärgert. Das ist vorprogrammiert. Trashy, trashy, trash. Ich meine, das meiste ist eh auf Zero, da braucht man gar nicht drüber reden. Crit-Schaden kam jetzt schon länger nicht mehr, ne? Crit-Schaden kam jetzt schon eine ganze Weile nicht mehr. Das erinnert mich sehr stark an Change Awakenings aus Flive PC. Da dauert es auch immer so lange, bis Crit-Schaden kommt. Es ist auch so seltsam, dass Crit-Schaden und Crit-Rate nicht nebeneinander steht. Oder ist das jedes Mal random? Nee, ne. Nee, ist immer gleich. Ja, doch, ist immer gleich, ja. 2 Crit-Rate. Na gut, das könnten wir erstmal lassen, weil wir haben ja anderswo auch Crit-Rate drauf, ne? Wäre jetzt irgendwie sinnlos, wenn ich das wegroll und, ja. Ich meine, wie gesagt, es ist kompletter Schwachsinn, weil ich brauche eigentlich gar keine Crit-Rate. Aber wenn jetzt hier 2% drauf sind, wäre es ja dämlich, dann 0,5 zu lassen und 2% zu rerollen. Ich meine, wenn ich auf mein Tank-Equipment switche, brauche ich die Crit-Rate tatsächlich schon.
Also bei Red Meteor benutze ich momentan das 150er PvE-Set. Eigentlich mit dem Hintergrund, dass man damit hoffentlich seltener stirbt. Und ich habe halt auf dem PvE-Set Wasser auf der Suit, auf dem 135er-Set habe ich Blitz, wegen Kriton, was komplette Geldverschwendung war, weil ich sterbe trotzdem jedes Mal, wenn er mich hittet. Aber, ja, kein Bock, Edit Change zu benutzen. Und funktioniert tatsächlich ziemlich gut. Der Damage ist sehr ähnlich. Oh, lol, es war beides positiv. Flat-Angriff und Flat-Verteidigung. Vielleicht, wenn ich noch mehr Crit-Rate bekomme, könnte ich das PvE-Set auch bei Kriton benutzen. Vielleicht wird er dann nicht mehr sterben. Dieser Bob. Aber ja, wir wollen eigentlich Crit-Damage. So crazy, ist schon so oft Crit-Rate bekommen, nur ein einziges Mal Crit-Damage positiv. Also insgesamt hatten wir jetzt dann quasi 4-mal positive Crit-Rate, auch wenn 2-mal nur 0,5 waren. Und nur einmal positiv Crit-Damage. Das ist halt verrückt. Das ist richtig verhext. Vor allem viele Blades würden sich wahrscheinlich über ein kleines bisschen Crit-Rate freuen. Weil viele Blades wahrscheinlich nur mit Power-Ups auf 100% kommen. Oder auf, wie viel auch immer, auf einen hohen Wert, höheren Wert. Und gefühlt, ich bin der Einzige oder einer der wenigen Blades, die Dex gestattet haben und eigentlich keine Crit-Rate zwingend bräuchte. Und ich krieg's dann wieder nicht. Also ich krieg dann die Crit-Rate und andere, die es vielleicht eher bräuchten, die kriegen es nicht. Immer das Gleiche mit diesem Spiel. Aber der FPS-Tipp war nicht schlecht. Es geht auf jeden Fall ein kleines bisschen schneller, aber ich meine, das Schlimmste ist eigentlich wirklich dieses, also ich verstehe nicht, wieso man sowas überhaupt entwickelt, ehrlich gesagt. Also, wenn man hier das testet, müsste man doch feststellen, Alter, das dauert richtig lange, bis da mal ein Ding durchrollt. Und vor allem dann liegen die Werte am Ende schon fest, ja, dann zeigt mir doch einfach den Wert an. Das Spannende ist doch schon, welchen Wert kriege ich? Und am Ende, also der Prozess des Rollens dauert schon so lange und dann der Prozess, bis es mir anzeigt, welchen Wert ich bekomme, also wie hoch der Wert ist, den ich bekommen habe. Oh, Crit Damage 1. Das dauert dann nochmal gefühlt genauso lang. Ich denke mir einfach so, warum? Also, ich check's einfach nicht. Gut, das Schlechteste ist jetzt theoretisch 1% Crit-Rate, I guess. Wir haben eh gar nicht mehr, naja gut, wir haben noch über die Hälfte. Also, keine Ahnung, ich verstehe nicht, warum das jetzt, und Blessing of the Demons sind ja auch schon ziemlich alt. Ich verstehe einfach nicht, warum das noch nicht überarbeitet wurde. Vor allem das Lustige ist, also man muss sich das recht reinziehen. Es ist die gleiche Firma, es sind zwar andere Entwickler zugegebenermaßen, aber es ist die gleiche Firma mit der gleichen Vergangenheit. Und bei Change Awakenings war es das Gleiche. Die waren viel zu langsam, dieses Durchrollen war viel zu langsam bei Change Awakenings. Das hat die Leute und mich auch wahnsinnig gemacht, weil du drückst auf Start und bei den Changeaways war es ein bisschen anderer Hintergrund. Die haben sau viel Geld gekostet, da hat ein Changeaway im Cash-Shop quasi basically umgerechnet 3 Euro gekostet. Das heißt, wenn du da mal 30 Stück durchgelassen hast, waren das 100 Euro. Bisschen anderer Hintergrund. Bei Blessing of the Demons sind es jedes Mal was 200 bis 300.000 Penya oder so. Ich meine, das juckt keinen so richtig. Da kann man auch mal 100 oder 200 durchlassen und das stört eigentlich niemanden groß. Aber da war es im Endeffekt das Gleiche. Die Geschwindigkeit, mit dem diese Dinger angezeigt wurden, es war einfach viel zu langsam für Leute, die die Dinger wirklich auf Masse benutzt haben. Also Hunderte, weil es halt einfach so lange, oh, jetzt wäre es eine gute Combo. Ach, und beides Zero. Das war das erste Mal, dass wir eine richtig geile Combo gehabt hätten. Für mich wiederum nicht so geil, aber generell. Und das ist beides positiv. Dex und FP ist positiv und Crit-Rate, Crit-Damage ist negativ. Das ist doch nicht dein Ernst. Alter Schwede. Aber ja, wie gesagt, ist in der Vergangenheit von Flive schon mal so gewesen. Dann führen sie wieder so ein Reroll-System ein mit basically gleiche Animation, gleiche Prinzip, fast. Und sie machen es wieder so extrem langsam, dass die User Experience quasi wieder so unfassbar schlecht ist, dass man einfach nur das Kotzen bekommt. Und es ist die gleiche Firma, es ist nicht das gleiche Game, aber es ist der Nachfolger, also in Anführungszeichen das bessere Game. Und sie machen einfach literally genau den gleichen Fehler wieder und beheben ihn ein halbes Jahr später noch nicht. Also ich finde es faszinierend, was Scala teilweise zustande bekommt. Ja, zugegebenermaßen ist es ein anderer Entwickler. Oh, STA plus 4 weggerollt, aber ganz ehrlich, ich brauch's auch nicht. Aber tatsächlich STA plus 4, zweithöchster STA-Wert. Zweimal schon plus 4 heute bekommen und einmal plus 3, das ist actually ziemlich crazy. Aber man lackt halt immer, also ich schaue nicht nur auf die Werte und dann entscheide ich schon, ob ich reroll oder nicht. Ja, das ist definitiv ein Reroll.
Oh, oh, oh. Ja, Crit Damage kommt jetzt immer häufiger tatsächlich. Die Abstände werden kürzer. Ich meine, wenn ich mal überall Crit Damage drauf hätte, da würde ich mich ja erstmal schon mal zufrieden geben, ne? Das wäre ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, weil ich meine, wie gesagt, man darf jetzt auch nicht zu hohe Ansprüche haben. Ich habe nur wenige Blessing of the Demons, da darf man jetzt auch nicht zu pingelig sein. Aber es ist halt schon cool, wenn es jedes Mal mindestens 1% Crit Damage wäre. Auf jedem Teil mindestens 1% Crit Damage, das wären 5 Crit Damage. Also mindestens 5, hoffentlich vielleicht auch mal mehr. Das wäre schon mal ein nicer Damage Boost, ein kleiner. Ein nices kleines Power-Up. Sodass man dann hoffentlich auch nicht sehr viel Geld bzw. Blessings of the Demon aufwenden musste. Und hier und da hat man dann vielleicht noch einen kleinen Bonuswert, einen kleinen Bonus STR, Dex, Crit-Rate, whatever, der einem in gewissen Situationen vielleicht auch was bringt. Das wäre so das Träumchen. Und bei den Rangern eigentlich das gleiche. Auch da natürlich immer Crit Damage. Gut, bei Ranger ist halt natürlich noch krasser mit Crit-Rate und so. Und ja. Und selbst bei Dex, also Ranger will ja wirklich eigentlich Crit Damage. Mit Dex kommst du da auch nicht weit. Da könnte auch 2x5 Dex kommen und das wäre nicht so gut. Würde ich wahrscheinlich lassen, aber just saying. Schon wieder 1% Magiebeschleunigung. Ich glaube schon 3-mal 1% Magiebeschleunigung bekommen. 2-mal auf jeden Fall. Ich glaube, es war tatsächlich schon das 3. Mal. Ja, oder so Crit Damage Geschwindigkeit. Damit könnte ich auch leben. Beides 1 oder 2%. Where is the Crit Damage? Kritische Trefferrate. Nothing. Where is the Crit Damage? Kritischer Schade. Wie viel haben wir noch? Na, gehen schon gut runter. Das heißt, danach werden es noch die Boots und die Gowns theoretisch, falls wir hier die 1% Crit Damage draufkriegen. Ich fürchte, fast auf alles kriegt man es nicht. Also die Gowns lasse ich dann wahrscheinlich erstmal wieder. Ich würde halt bei allen gerne so ein kleines... Alter, das war Doppelmagiebeschleunigung. Ich würde gerne bei allen dreien so ein kleines Upgrade kriegen. Kann ich eigentlich auch ranzoomen? Erhöht das auch nochmal die FPS? Müsste es eigentlich fast. Oh Gott, das ist wahrscheinlich so angenehm für euch. Ne, ich glaube schon tatsächlich, aber es wird nicht schneller irgendwie. Macht gefühlt keinen Unterschied. Ja, wobei... Vielleicht doch. Doch, ich glaube, es macht sogar einen Unterschied. Doch, doch. Ich sehe hier 2-mal den Text, der Gegenstand wurde erfolgreich erweckt. Das haben wir vorher nie geschafft. Doppel-PvE-Schaden. Was kommen jetzt die ganze Zeit die doppelten Werte? Doppel-Crit-Damage. Come on, baby. By the way, funktioniert es mit den FPS bei mir gar nicht. Also ich kann 240 auswählen, es kommt trotzdem die ganze Zeit nur 60. Ich habe jetzt V-Sync aktiviert. Nur mit V-Sync komme ich auf über 100 FPS aus irgendeinem Grund. Also tatsächlich nur fürs Rerollen. Jetzt kam Crit damit schon länger nicht mehr. Ach, da war's. Fast. Was mich auch so triggert irgendwie, dass nicht beide zeitgleich fertig werden, ne? Wisst ihr, was ich meine? Irgendwie triggert das auch voll. Also manchmal schon, aber manchmal auch nicht. Manchmal geht eins einfach noch eine Sekunde weiter oder so, während das andere schon stehen geblieben ist. Jetzt kriegen wir echt die ganze Zeit die Doppeltwerte. Ja, okay, es hat auf jeden Fall besser angefangen, als es jetzt aufhört irgendwie. So langsam müsste da mal wieder was halbwegs Interessantes kommen. Da kam jetzt echt nur noch Müll.
4 STR? Aber das haben wir ja schon, ne? Was habe ich weggerollt? Ein Crit-Rate, ne? Wenn Damage-technisch ist es ein Upgrade. Ach, Moment. Ich habe actually nur einmal Crit-Rate. Oh mein Gott. Ey, das Ziel ist überall ein Crit-Damage irgendwie. Und, ey, das gibt's doch nicht. Aber 4 STR, ist das besser als 1% Crit-Damage? Ich denke nicht, tatsächlich. Ey, 4 STR ist so selten. Das triggert mich jetzt schon wieder. 2x 4 STR, 1x 4 STR. Das kam jetzt doch ein paar Mal Crit-Damage. Das hätte auch einmal bei Crit-Damage landen können. Ja. Crazy. Jetzt dauert es gefühlt echt wieder länger, oder? Ist alles nur Einbildung? Wahrscheinlich. Oh! Boah, ey, beide Male, wo Crit Damage, Crit-Rate kam, beides 0. Das ist doch Scam, oder? Und das ist beides positiv. Magieverteidigung und PvE-Resist, ey. Also, das kannst du dir doch nicht ausdenken, oder? Das ist doch nicht dein Ernst. Dieses RNG, es macht mich fertig. Es macht mich fertig. Schon wieder Magiebeschleunigung. Ich sehe es schon kommen. Wahrscheinlich kommt heute noch 3% Magiebeschleunigung auf dem Blade. Dex und STA würde ich wahrscheinlich nicht mal lassen, wenn beides 5 wäre. Critera. Oh, schon wieder. Alter. Dreimal die Wombo-Kombo. Und wie wahrscheinlich ist es, dass dreimal Crit-Schaden, Crit-Rate kommt und es ist einfach wieder Crit-Schaden 0,5. Damit haben wir angefangen. Das soll wahrscheinlich ein Zeichen sein, aufzuhören, aber nee. Ich sehe das jetzt irgendwie nicht an. Wir müssen jetzt 1% Crit-Schaden kriegen, damit ich auf jeden Fall mehr Damage habe als vorher. Ich meine, das haben wir wahrscheinlich jetzt schon. Ich meine, insgesamt ist es schon ein Upgrade, glaube ich. Es kann auch nicht so viel verlangt sein. Give me the 1% Crit Damage. Crit Damage. Blessings of the Demon werden auch zum FEC-Start heiß begehrt sein. Ich meine, dieses Video wird bald nach dem FEC-Start veröffentlicht, aber ja, die dürften zum FEC-Start auch ziemlich heiß gehandelt werden. Vielleicht jetzt nicht direkt zum Start, aber es ist kaum jemand sein ganzes Geld dafür ausgeben. 5 Minuten nach Start, weil auch es kostet ja auch einfach Zeit, die am Anfang keiner hat. Aber jetzt, ich meine, es wird so die ersten Wochen oder so, werden die wahrscheinlich auch... Ach, Alter, das ist doch... What? Ey. Ich sag ja, das triggert so. Zeig doch einfach sofort den Wert an, ne? Dass es dann auch so rumspackt. Das regt so auf, wie es durch alle geilen Werte flickert. Ja. Ey, willst du mich trollen? Wieso krieg ich die ganze Zeit 4 STR? Das ist ultra selten, das ist der zweitseltenste Wert, Alter. Das wir jetzt 3-mal bekommen, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist echt lächerlich, aber ich mache jetzt die Crit-Rate tatsächlich wieder weg. Weil, wie gesagt, wenn ich jetzt mal vom Standardfall ausgehe, jetzt. Das ist lächerlich. Wie oft kam jetzt Crit Damage 0? Oh. Gar nicht drauf geachtet, wie viel haben wir noch? Oh, nur noch 27. Ich meine, wir müssten mindestens 2-mal Crit Damage bekommen, gefühlt, so oft wie es jetzt in letzter Zeit kam. Oder wir kriegen es einfach gar nicht mehr. Alter, das regt so auf, ey. 3x4 STR ist der zweitseltenste Wert. Wir haben keinmal mehr als 1% Crit Damage bekommen. Obwohl wir Crit Damage jetzt echt häufig hatten. Wir hatten einmal 0,5 Crit Damage und einmal 1% und dann noch 10-mal 0. Ich meine, das ist wahrscheinlich sogar ein bisschen besser als Erwartungswert oder so. Das dürfte ziemlich im Erwartungswert liegen. Also regt trotzdem auf. Wenn keinen Menschen interessieren Erwartungswerte, wenn man gerade am Upgraden ist, da ist man einfach nur sauer, dass man nicht das bekommt, was man will. Da denkt kein Mensch über die Zahlen nach.
Es war einfach nur in the heat of the moment. Die 3% Magiebeschleunigung haben wir zum Glück auch noch nicht gesehen. Back-to-back Magiebeschleunigung. Back-to-back Zero. Komm schon, Crit Damage. Zweimal Magieverteidigung. Schon länger keinen Doppelten mehr gehabt. Crit-Rate, Doppel-Crit-Rate. Doppel-Crit-Rate ist nur 0,5. Jetzt kommen wahrscheinlich nochmal 4 STR, oder? Ey, das müsste man auch mal ausrechnen. Wie unwahrscheinlich ist es, dass du 3 oder sogar 4 mal 4 STR bekommst und keinmal 2% Crit Damage. Bitte rechne das nicht aus. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Ich glaube, ich will es nicht wissen. Na, jetzt müssten wir schon auf jeden Fall unter 20 sein. Wir müssten tatsächlich jetzt schon kurz vor Finite sein. Lassen wir uns überraschen. 12. Oh oh. Kam keinmal mehr Crit Damage, seitdem ich es gesagt habe. Das ist so typisch. Das ist so typisch. Ja, ich meine, jetzt müssen wir eigentlich alles lassen, was irgendwie positiven Damage bringt. Selbst ein STR, bevor wir mit gar nichts enden. Aber das ist halt wirklich, es ist so lächerlich. Aber habe ich dann weniger Crit Damage? Nee, ne? Weil wir hatten ja nur einmal Crit Damage. 0,5 und ich habe jetzt 1. Also ich habe um 0,5% erhöht. Crazy! Das ist so bad einfach. Das ist so trash. Und genau deswegen habe ich auch keine Lust auf diese Blessing of the Demon. Es ist einfach... Ich habe mir das ja damals schon angeschaut, dass die released wurden, dass man 80% der Zeit gar nichts bekommt. Das war eh klar, dass du die Dinger in Hunderten, wobei sie am Anfang waren sie verbuggt, das wusste ich nicht, aber ja, dass du zu Hunderten quasi gar nichts bekommst. Also so hätte es ja von Anfang an sein müssen. War es nicht, aber hätte es sein müssen. Und jetzt, wo es so funktioniert, wie es sein soll, merkt man halt, was das für ein Schwachsinn ist. Das ist einfach nur crazy. Komm, bitte, 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 1. 0,5. Das ist so ein absoluter Troll, dieses Game. Aber ich meine, rein theoretisch, damage-technisch ist es ein Upgrade. Wir haben jetzt 12 STR und 1,5 Crit Damage. Und vorher hatten wir jetzt sau viel Crit-Rate und 0,5 Crit Damage. Und 20 PvE-Schaden. Aber ich meine, 12 STR ist gar nicht mal so bad. Aber es ist lächerlich. Ich krieg 3x 4 STA, einmal einen Crit Damage und einmal 0,5 Crit Damage. Das ist einfach nur crazy. So, weiter geht's. Wir sind auf dem Ranger und die hat wirklich auch nur Trash. Wir gucken uns kurz die Werte an. Also auf dem Cloak hatten wir anscheinend gar nichts. Helm 2 STA, Suit 12 HP, Boots, weiß jetzt gar nicht mehr, was war da drauf. Irgendein Trash. Also eigentlich gar nichts einfach. Hier sind PvE-Schaden 25 auf den Gowns. Die habe ich jetzt mal nicht dequipped, aber eigentlich ist das wirklich alles Müll. Also hier wäre sogar überall 0,5 Crit Damage besser. Und ja. Wir sind locked in im wahrsten Sinne des Wortes. Jetzt mal geguckt, dass ich den Hintergrund ein bisschen schöner mache, damit es zumindest nicht mehr so extrem verpixelt ist. Gute alte Flive-Texturen. Genau. Und ja, schauen wir mal. Also eigentlich hier, ja, nur Crit Damage. Ich meine, ja, also, ja, ich meine, wir haben nicht so viele Blessing of Demon, hier sind es nur 135, gerade hatten wir ja knapp 200. Ich meine, ja, Dex STA theoretisch, eher Dex, wenn überhaupt. Also ich will einfach schaden, das ist ein Damage-Dealer-Charakter, die einfach nur Damage machen sollen. Mehr machen die nicht. Also brauchen wir genau das. Das wird ja nicht zu viel verlangt sein. Crit Damage, komm, zweimal. Zweimal Zero. Ich meine, gut, Geschwindigkeit für einen Ranger, ja. Die Combo wäre geil gewesen. Crit Damage, Geschwindigkeit. Aber nein, beides Zero. Beides Zero. Trash.
Ich meine, aktuell habe ich gar nichts, also müsst ihr mich sogar über 5 Decks freuen, aber ehrlich gesagt, also wenn wir jetzt hier auch 3x4 Decks bekommen und keinmal mindestens 2 Crit Damage, dann denke ich mir das Gleiche, ne? Wie zum Teufel kann das sein? Also, das ist doch fast schon statistisch. Das wäre die Wombo, auch eine gute Kombo, ne? Ich meine, Doppel-Crit-Damage wäre die Wombo-Kombo, aber ich meine, das ist so unwahrscheinlich, dass man damit nicht rechnet. Und dann kommt 2 Crit-Rate. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Es kam 3-mal. Es ist so lächerlich. Ja, ich meine, gut, das lasse ich jetzt mal, weil wir haben echt nicht so viele Dinger. Und es läuft so beschissen, dass man echt alles nehmen sollte, wahrscheinlich, was kommt. Ja, es ist das erste Blessing, deswegen kommt hier noch die Warnung. Bitte versuche es später erneut. Okay. 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 Okay, mein Fehler. Okay. Entschuldigung. Crit Damage jetzt aber. Das ist so lächerlich. Aber Crit-Rate 2%. Aber Crit-Rate 2%. Und jetzt kommen wahrscheinlich noch die 3% Magiebeschleunigung in meine Fresse, damit es mir richtig wehtut. Es ist doch lächerlich. Also komm, das ist doch wirklich lächerlich. Wir haben zweimal 2% Crit-Rate bekommen heute. Das Einzige, was ich will, ist Crit-Damage. Und also... Ich meine, ja, so ist es immer. Ich weiß, so ist es bei euch allen auch. Aber es regt trotzdem jedes Mal wieder so sehr auf. Vor allem habe ich in letzter Zeit echt viel Pech gehabt, muss man sagen. Ich farme jetzt den gesamten April jeden Tag zwischen 7 und 11 Bossmonster und ich droppe gar nichts. Also ich habe noch nie in meinem Leben so viele Bosse getötet wie die letzten. Halt deine Fresse! What the fuck? Dieses Spiel, ey, es nimmt mich so krass von hinten. Es nimmt mich so krass von hinten. Es nimmt mich so von hinten, dieses Game. Es ist lächerlich. 2% Crit-Rate, man regt sich darüber auf und dann schmeißt es einem noch 2,5 in die Fresse. Ja, ganz geil. Aber Hauptsache nicht einmal über 1% Crit-Damage hinauskommen. Es ist wirklich so ekelhaft. Vor allem hatten wir nicht sogar schon 2% Crit-Rate auf dem Blade? Also bevor ich angefangen habe, hatten wir doch einmal schon 2,5 Crit-Rate. Es ist noch keinmal positiv Crit-Damage gekommen, aber schon 3-mal positive Crit-Rate oder was? Es ist lächerlich. Als wüsste das Spiel, was du willst, und es gibt es dir absichtlich nicht. Geistesgestört. 1% Geschwindigkeit am A. Punkt. Eigentlich bringt mir Geschwindigkeit auch nicht viel, wenn mir andere Chars hinterherlaufen und der eine Char ist viel schneller als die anderen. Da ist ja eigentlich mindestens immer mit 2 Chars unterwegs. Bringt eigentlich jetzt auch nicht so viel, um ehrlich zu sein. Aber es ist irgendwie, ja, es ist halt trotzdem nice to have, I guess. Keine Ahnung. Eigentlich ist es nutzlos. Auf einem Elementor wäre es nicht schlecht. Auf einem Char, wo man aktiv wirklich wegläuft die ganze Zeit. Aber sonst... Ja, also das erinnert mich wirklich sehr stark an Change Awakenings. Das ist literally die gleiche Experience. Das Einzige, was hier halt geil ist, dass man nicht so viel Geld verpulvert. Dafür dauert es viel länger. Aber ja. Und man hat bei Change Awakenings immer was... Also da ist immer Plus oder Minus irgendwas. Da ist nie so gar nichts einfach, weil hier ist ja sehr oft wirklich einfach gar nichts. Wow, 0,5 Crit Damage. Wow. Crazy. Das ist crazy. Oder haben wir jetzt hier angefangen, schon wieder weggerollt. Ich glaube, es waren 2 SDA oder... Ne, der Helm hatte 2 SDA. Egal, wurscht. Alles war Trash. Wie viel haben wir überhaupt noch? Oh, wir haben schon tatsächlich einige weggerollt. Ein Viertel ist schon weg. Es kam so oft Crit Damage schon. Das ist crazy, dass es so lange dauert, um mal einmal positiv zu kommen. Und da ist wieder und nie wieder negativ. Nicht negativ. Negativ geht zum Glück nicht. Imagine, die Dinger hier könnten noch negativ sein, zusätzlich zu den eh schon so bescheidenen Chancen. Dann kriegst du Crit Damage und dann kommt es einfach minus 2%. Das wäre so verrückt. Und wieder 1% Magiebeschleunigung. Ich schwöre, ich meine gut, wir hatten zum Glück nur 1% Magiebeschleunigung bisher, sonst gar nicht. Aber wenn ich jetzt alle auf meinem Elementor gerollt hätte, beziehungsweise auf einem meiner Elementoren, ich habe ja eh 3, hätten wir wahrscheinlich kein einziges Mal Magiebeschleunigung bekommen mit +1. Wenn das jetzt 4 STR gewesen wäre, ich hätte den Bildschirm zum Fenster rausgeschmissen. Das ist jetzt wahrscheinlich das nächste, was kommt. 4 Decks. Bei 4 Decks würde ich trotzdem lieber nehmen als irgendwas anderes, was hoch ist.
Bei manchen Werten, glaube ich, ist es ganz gut, dass ich gar nicht weiß, dass es die Maximalwerte sind. Das würde nur zusätzlich triggern. Ich glaube, es ist gar nicht mal so dumm, sich das gar nicht anzugucken. Weil wenn du jetzt hier sowas siehst wie Magieverteidigung, na gut, bei den Werten, bei manchen Werten weiß man es halt, weil es da eh so einfach ist, aber bei so manchen Werten, ich meine 30 wahrscheinlich ist das höchste, habe ich gerade gesehen. Man sieht es ja durchflackern. Aber wenn du es jetzt nicht so aktiv auf dem Schirm hast, was die Höchstwerte überall sind, ist, glaube ich, nicht schlecht, weil wie gesagt, du kriegst dann irgendwie Magieverteidigung, Maxwert, Angriff, Maxwert. Das regt dich eigentlich auch nur auf, weil du denkst ja auch, ja, warum war das nicht Crit Damage, ne? Maxwert zu bekommen ist so unwahrscheinlich und dann passiert es bei dem Wert, den man, oder Angriffstempo, den man am wenigsten braucht. Der am wenigsten juckt. Ja, ich finde es eh crazy, dass sie hier so viele Werte reingepackt haben, die echt einfach nur schlecht sind. Also es geht nicht darum, dass Verteidigung oder Magieverteidigung oder so viele andere Sachen hier per se schlecht sind. Es geht halt einfach nur darum, dass diese Blessing of the Demon und Blessing of the Goddess, das ist ja wirklich Equipment Refinement für eigentlich höchstes Niveau. Also erstens mal würde man es ja logischerweise nur auf 5% Speedset benutzen, weil es ja doch relativ teuer ist. Ich meine, wenn ihr 100 Blessings benutzt, zahlst du zwar nur deine 20, 30 Mio, ja, aber dann ist es ja schon teurer als das komplette CS-Set, zum Beispiel ein 2%-Set oder so. Ne? Also macht ja dann schon mal keinen Sinn. Und generell ist es halt komplettes Glücksspiel, komplett RNG. Das heißt, es ist eher etwas, was Endgame-Spieler machen, um halt nochmal diese 5% extra Damage, 10% oder was auch immer zu bekommen. Oder die Cast-Time oder was auch immer sie brauchen. Das heißt wirklich nichts für Anfänger eigentlich. Und dann kommen halt sowas wie Flat-Angriff, Flat-HP und solche Sachen, die halt wirklich einfach niemand eigentlich braucht, die selbst ein Anfänger nicht wirklich braucht. Was will ein Anfänger mit Flat 25 oder 28 HP oder was das sind? Das ist immer Trash eigentlich. Also kein Mensch braucht das wirklich. Und die Wahrscheinlichkeiten sind ja eh schon so schlecht. Also ich finde, sie hätten locker 5 Werte weglassen können. So die 5 unnötigsten Werte. Max FP, Flat Magieverteidigung, Flat, Flat Angriff, Flat Verteidigung, Flat HP oder so. Und da hätte man zumindest mal nochmal 5 Werte weniger, die überhaupt kommen können oder so. Man könnte locker 10 Werte weglassen, aber dann kommt wieder das Argument, ja, aber es kann ja nicht nur gute Werte geben, es muss ja irgendwas Schlechtes dabei sein. Ich beziehe mich halt aber grundsätzlich darauf, dass du ja zu 80% der Zeit eh nichts bekommst bei Blessing of the Demon. Gut, bei Blessing of the Goddess ist es halt anders, aber ja, wie gesagt, also ich finde es verrückt, dass sie das so gemacht haben. Das ist schon wirklich geistesgestört. Vor allem, wenn man es nicht im Cash-Up kaufen kann. Also zumindest bei Blessing of the Demon, schon wieder 1% Magiebeschleunigung. Zumindest Blessing of the Demon kann man nicht im Cash-Up kaufen. Das heißt, da ist es ja auf jeden Fall so, dass man hier schon die Spieler einfach ein bisschen quält. Und das war jetzt auch schon wieder 5-mal Crit Damage in a Row mit gar nichts. Also, beziehungsweise die letzten 5 Crit Damage, die kamen, waren nix. Also theoretisch müsste von allem Crit Damage, der kommt, 80%, nee, Moment, 80%, nee doch, 80% ist Zero. Das heißt, ich muss es eigentlich nur, ja, wenn ich es 10-mal bekomme, müsste es mindestens 2-mal positiv sein. Wir hatten es jetzt, glaube ich, insgesamt 3-mal positiv. Wir hatten einmal 1% und 3-mal 0,5. Ne, 4-mal positiv hat man dann. 4-mal positiv und wie oft kam es insgesamt? Schwer zu sagen, ne, aber bestimmt schon über 20 Mal. Also wahrscheinlich liegen wir noch knapp in der Quote oder knapp unter der Quote. Das heißt eigentlich so, von den nächsten 5 spätestens Crit Damage, die kommen, müsste mindestens einmal positiv sein. Rein vom Erwartungswert her. Dass es so nicht ganz funktioniert, ist mir by the way klar. Aber ich meine nur, irgendwann muss es ja passieren. Ich meine, es kann ja nicht immer 0 sein. Aber diese 4 STR müssen echt geistesgestört gelackt gewesen sein. Also natürlich waren die geistesgestört gelackt. Ich will gar nicht wissen, was die Wahrscheinlichkeit darauf ist. Ich schaue gar nicht nach. Ich will es wirklich nicht wissen. Aber ja, haben wir kein Mal mehr bekommen. Hier. Also wir haben nicht mal 3 bekommen, glaube ich, oder? Ich glaube, das höchste war mal 2 STA vielleicht. Ich hab nicht wirklich drauf geachtet, aber 4 kam auf jeden Fall nicht. Gar nichts. Weder 4 Decks, noch Int, noch STR, noch STA. Da haben wir echt krass reingelackt. Leider halt bei dem komplett falschen Wert. Bei dem Blade. Aber jetzt kommt ja wirklich nur noch Müll. Boah. Ja, Doppel-Crit-Rate, natürlich. Seht ihr das, wie Crit-Rate so oft positiv ist und Crit-Damage so oft negativ? 0. Das ist verrückt. So, jetzt mal Doppel-Crit-Damage 2% kommen. Redemption.
Es sieht eher so aus, als würden wir hier tatsächlich mit einem fast nicht existenten Upgrade. Was war das andere? 0,5, oder? Ja. Alter, das ist halt literally einfach überhaupt kein Upgrade. Ich meine, ja, ich weiß, es sind nicht so viele Blessing of the Demons, aber ehrlich gesagt, ich sehe auch irgendwie nicht ein, dass ich hier 1000 oder 2000 sammle und dann 3 Stunden hier sitze, ehrlich gesagt. Also ich würde da gerne mal auf ein Update warten, wo die das ein bisschen beschleunigen. Das ist ja fast schon menschenverachtend, die Geschwindigkeit von dem Krack. Schon wieder Magiebeschleunigung 1, jetzt läuft's aber. Jetzt kommt's wirklich die ganze Zeit. Bei den letzten 5 Magiebeschleunigungen war es gefühlt 3x1%. Ich habe so Angst davor, dass hier in +5 oder so kommt. Es wird passieren. Irgendeinen Maximalwert haben wir bestimmt schon gated. Wahrscheinlich schon mehrmals. Irgendwelche, auf die ich überhaupt nicht achte. Crit-Schaden, komm. Okay, zählen wir mit. Das war jetzt die 1. Wir wechseln wahrscheinlich gleich den Char. Wir zählen trotzdem mit. Also jetzt noch 4-mal Crit-Damage. Dann muss es positiv sein. Sonst läuft hier irgendwas wirklich komplett aus dem Ruder. Dieser Ranger wird es wahrscheinlich leider nicht mehr erleben. Weil es jetzt wahrscheinlich höchstens noch 1-2 Mal kommt. Wenn wir Glück haben, 3-4 Mal. Aber wenn man sich so die... Na? Das ist doch lächerlich. Jetzt noch 2 Mal. Es kann jetzt nie im Leben noch 2 Mal negativ sein. In a row. Niemals. Das wäre so geistesgestört unlucky. Und dann fragen Leute, warum zum Teufel benutzt jemand Blessing of the Goddess? Ja, vielleicht weil er keine Lust hat, sein ganzes Leben hier zu verschwenden. Nur für fucking 1% Crit Damage. Also ich finde tatsächlich Blessing of the Goddess, jetzt wo ich das so ein bisschen ausbilde mit Blessing of the Demon, gar nicht mal so schlecht. Da machst du halt dir ein paar solide Werte drauf, überall so 1-2%, ne? Und mehr geht ja, glaube ich, auch gar nicht tatsächlich. Aber du machst dir halt überall ein paar halbwegs solide Werte drauf. Okay, 3-mal Crit Damage, 3-mal nichts. Das kann auch nicht wahr sein. Warten wir noch ein 4. Mal ab und dann muss es aber positiv sein. Also jetzt kann es noch einmal Zero sein. Wenn es danach weiterhin Zero ist, dann ist es literally so programmiert, dass man Kappa, by the way, Verschwörungstheorie. Also das ist wirklich lächerlich. Aber ja, ich würde da gerne auf ein Update warten, wo jetzt. Es ist wieder Zero. Es war jetzt 4-mal in a Row Zero. Also es war jetzt wahrscheinlich schon 10-mal in a Row Zero. 80% Wahrscheinlichkeit auf Zero. Zu 80% der Zeit sind die Werte, die man bekommt, hier Zero. Also wir haben auf beiden Seiten zu 80% nichts. Also es ist eigentlich unmöglich. Alter, ich hab's gecallt, die 5 Int. Ich hab's gecallt, Mann, ich hab's gecallt. Ich hab die 5 Int gecallt. Ey, es ist so lächerlich. Weißt du, 10-mal Crit Damage in a Row ist nichts und dann kommen einfach fucking 5 Int. Das ist doch wirklich, ey, du liegst schon am Boden und die treten dir nochmal mit voller Wucht in den Bauch. Das ist geisteskrank, diese Blessing of the Demon. Liegst eh schon am Boden und dann, nee. Also jetzt liegen wir definitiv nicht mehr im Erwartungswert. Crit Damage mäßig. Jetzt war es weit öfter als 80% der Zeit negativ. Keine Ahnung, wie oft wir es bekommen haben. Aber, ach, bestimmt schon 30 Mal, oder? Mittlerweile. Knapp. Aber wie viel haben wir noch? 14. Boah. Also der Char hier hat es ja noch schlechter erwischt. Da lief es ja beim Blade Fight, ist mäßig gut dagegen. Ja, es lief ja auch gut, halt nur mit den falschen Werten. Ich meine, glücklicherweise war es 3-mal STR. Es hätte auch 3-mal Int sein können oder einmal Int, einmal STA und so. Und einmal 3% Magiebeschleunigung hätte auch sein können. Das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, ne? Das fehlt uns eigentlich noch für den Super-GAU. Weil ich persönlich sagen würde, 5 Int ist gar nicht so geil, selbst auf dem Ringmaster. Also klar, auf einem Magier, der aktiv Damage dealt und so, jetzt ist Crit-Rate safe. Es war so klar, dass jetzt Crit-Rate positiv ist und jetzt nächstes Mal Crit-Damage wieder nichts. Weil die Crit-Rate uns jedes Mal das Luck nimmt. Jedes Mal, nachdem positive Crit-Rate kommt, wird alles resettet und dann kommt alles, was mit Crit zu tun hat, wieder neutral.
Diese scheiß Crit-Rate. 1%, 1,5, 2,5. Wirklich alles außer Crit Damage ist positiv. Das ist echt wie Change Awakening bei Fly PC. Das ist mein schlimmster Albtraum und sie haben ihn einfach wiederbelebt. In diesem Game. Aber anscheinend kriegen wir einfach gar kein Crit Damage mehr. 5. Anscheinend kriegen wir es einfach gar nicht mehr. Nope. Nein, zugegebenermaßen sind es schlechte Charakter, also vor allem die Ranger, bei der, wie gesagt, auf einem Ranger-Damage-Dealer halt echt nichts außer Crit-Damage wirklich was bringt. Da haben es halt manche andere Klassen, Bill-Poster und so, noch ein bisschen leichter, weil viele brauchen halt doch noch die Crit-Rate. Wow, ey, aber ich hatte recht mit meiner Theorie. Und es war das letzte Blessing of the Demon. Also 1% mehr Crit-Damage haben wir jetzt hier. Und 2 Geschwindigkeit, 15 PvE Resist, der Rest ist gleich geblieben. GG. So, jetzt sind wir beim dritten und letzten Ranger angekommen. Ihr merkt, ich habe einfach die Blessings of the Demon, genauso wie ich sie gefarmt und gedroppt habe auf den Charaktern, habe ich einfach quasi den gelassen. Und genau hier rerollen wir dann auch immer. Also jeder hat seine eigenen Blessings gefarmt, also darf er sie auch benutzen. Und da es ja auch die 3 Chars sind, mit denen ich farme, macht es auch Sinn, die hier zu benutzen. Alle ein bisschen besser machen, damit wir ein bisschen Zeitersparnis haben. Schon wieder Magiebeschleunigung 1%. Weißt du, Magiebeschleunigung ist immer 1%. Na gut, okay, ich glaube Magiebeschleunigung 1, 0,5 gibt es nicht. Das heißt, Magiebeschleunigung 1 ist das gleiche wie Crit Damage 0,5. Aber trotzdem, von den letzten 10 Mal Magiebeschleunigung waren doch bestimmt 5, also no joke, 1%. Und von den letzten 10 Mal Crit Damage war einmal 0,5 und sonst gar nicht. Das ist doch lächerlich, oder? Wie kann man so viel Pech haben? Crazy einfach nur. Okay, Dex plus 1 hätte ich erstmal lassen sollen, weil die hat echt gar nichts. Aber egal, Dex plus 1 ist auch schon egal. Das merkst du ja nicht mal. Ein 1% Crit Damage merkst du auch nicht zugegebenermaßen, aber Baustein für Baustein. Aber zugegebenermaßen, Dex kam eigentlich sowieso fast gar nicht, ne? Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Schon wieder zweimal. Ich zähle jetzt mal mit. Wir machen jetzt hier mal wirklich Statistik. Das ist ein bisschen später für, ne? Hätte ich mal ein bisschen früher mit anfangen müssen. Das war jetzt zweimal 0 Crit Damage. Ich mache jetzt hier einen Crit Damage Counter. Super. 3-mal. Machen jetzt hier den Crit Damage Counter, damit wir es mal schwarz auf weiß haben. Wie lächerlich das ist. Ich meine, es ist halt richtig unlucky. Anders kann ich es nicht sagen. Ja, 3 STR. Äquivalent von 1,5 Crit Damage wahrscheinlich. Ja, es ist das Äquivalent von 1,5 Crit Damage gleich sein. Das ist crazy. Ein Dex und Crit Damage, komm. Alter, das kann doch nicht wahr sein, Mann. Wirklich. Was ist das für ein lächerlicher Müll einfach? Das ist geistesgestört einfach. Und jetzt kommt wahrscheinlich gleich wieder 2,5 Crit-Rate und dann fragt jeder, oh, freust du dich nicht über 2% 5 Crit? Ist das so selten? Nö, freu dich doch ein bisschen. Ja, fuck doch auf, Alter! Fuck doch off! Das kann doch nicht wahr sein! Warum habe ich Glück mit dem Main-Attribut auf Chars, die kein fucking Main-Attribut brauchen? Oh meine Fresse, Alter. Das ist, also es ist. Vor allem zu dem Thema, ne? Muss man sich auch mal reinziehen. Wir haben, war das jetzt eigentlich schon das 5. Mal Crit Damage? Ach, das reroll ich jetzt. Ein Dex, scheiß auf einen Dex. War das jetzt das 5. Mal Crit Damage? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir noch kein Mal positiv Crit Damage hier gehabt. Mit 2% Magiebeschleunigung. Oh.
2% Magiebeschleunigung, dann kommt Crit Damage, ist wieder 0. Das kann nicht wahr sein. Aber was ich sagen wollte war, zum Thema, ja, wenn man nur einen Wert will, ist es ja so unwahrscheinlich, dass der dann auch noch gut ist. Alter, wir haben 3x4 STR auf dem Blade bekommen. Es ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Wir haben auf dem Blade 3x4 STR bekommen. Wie fucking unwahrscheinlich ist das, dass 3-mal der gleiche Wert plus 4 kommt? Wir haben literally insgesamt erst 5-mal plus 4 bekommen oder so. Also ist das anscheinend sowieso schon extrem selten. Also ich meine, ich weiß, dass es extrem selten ist. 4 und 5 sind auch die höchsten beiden Werte. Logischerweise sind die am seltensten. Und wir haben einmal 5 bekommen. Int, okay, random, keine Frage. Wir haben wahrscheinlich, wie gesagt, auch schon andere random Highest-Werte bekommen. Aber 3-mal auf einem Blade der STR braucht STR plus 4. Und dann, wenn wir sagen, einmal 1% Crit Damage ist schon zu viel verlangt oder was auf einem fucking Ranger. Oder die 2,5% Crit-Rate beim auch Max-Wert. Also ich werde hier komplett auseinandergenommen von diesem Game. Und das 6. Mal Crit Damage 0. Yes, da ist es. Ich glaube, es ist schon das 7. Mal. Ich glaube, es ist ein 1 behind, aber egal. Lieber 1 weniger als 1 zu viel, sonst heißt es wieder, ich hier manipuliere irgendwas. Also wir werden hier safe wieder die 10 Mal Crit Damage erreichen, ohne ein einziges Mal positiv zu sein. Über 0. Es gibt kein Negativ. Das ist echt tatsächlich, das ist so von Change Awakenings einfach hängen geblieben, dieser Jargon. Mit dem Positiv-Negativ. Weil damals hatten wir immer nur, also, weil damals war es auch so, du wolltest immer Crit Damage, meistens kam es halt negativ, weil du zu gefühlt 70% der Zeit, 75% der Zeit nur negative Werte bekommen hast. Da hat man sich dann immer nur darüber aufgeregt, dass es immer nur negativ ist, wenn es kommt. Hier ist es jetzt zumindest neutral. Ey. Gesünder ist es für dich, dass da 0% steht. Oh man. Irgendwas Erwähnenswertes mal? Nope. Irgendwelche Trash-Werte, die sowieso nicht... Oh mein... Oh oh. Ich glaube, MP37 ist ziemlich viel. Oh oh. Oh mein Gott, ich glaube, es ist der Max-Wert gewesen. Ich glaube, es war der Max-Wert. Oh Gott. Du willst mich doch treuen. Und ein 7. Mal Crit Damage 0. Alles klar. Dankeschön. Danke. Das Einzige, was ich brauche, ist niemals positiv. Läuft bei mir. Echt crazy. Also der April 2025 entwickelt sich zum 2% Magiebeschleunigung. Entwickelt sich zum schlechtesten Flive-Monat meines Lebens, wenn es so weitergeht. Es ist wirklich geistesgestört. Ich droppe nicht. Gut, upgraden mache ich momentan nicht. Besser ist es. Also da muss bald was richtig Großes kommen, glaube ich. Gefühlt bin ich nächste Woche Millionär. Das ist uferlos, wie viel Karma-Punkte ich gerade sammle. Allein schon die Drops. Ich bin bei fast 50, oder ich glaube, ich bin schon wieder über 50 Red Meteors ohne Bloody-Waffe. Das ist halt geisteskrank. Die meisten Leute hätten bei 30 wahrscheinlich schon aufgehört, weil sie sich gedacht hätten, was ist das für eine sinnlose Zeitverschwendung. Und ich hatte schon mal eine Streak von 54 ohne Bloody-Waffe und jetzt bin ich bin dabei, meinen eigenen Rekord zu brechen für Pech haben. Bei Red Meteor. Kriton brauche ich, glaube ich, gar nicht anfangen. Kriton bin ich wahrscheinlich Weltrekordhalter im Pech haben. Und selbst Clockwalks, der war eigentlich mal mein Boy, was Droppen angeht, bin ich auch bei weit über 100 ohne Drop. Bei 120 oder so, ohne plus 2, plus 3.
Also 120 Clockworks Kills. Ohne +2 oder +3. Wisst ihr, wie unnormal schlecht das ist? Das ist wirklich geistesgestört. Oh, Alter, ich rass. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Mein Blade kriegt 3x4 STR, mein Ranger kriegt 2x4 Dex. Was für ein schlechter Witz soll das bitte sein? Ich hätte jetzt auf dem Blade 6 Crit Damage haben können, auf dem Ranger 4 Crit Damage. Nein, ich krieg nur fucking Standard-Trash-Werte, die kein Mensch braucht. Ey. Das ist so geisteskrank. Also einfach zweimal hintereinander Max HP und MP. Sogar auf der gleichen Position. Oh, wahrscheinlich. Ich hasse Wahrscheinlichkeit. Es fehlen eigentlich nur noch die 3% Magiebeschleunigung, um mir endgültig eine Faust ins Gesicht zu rammen. Das ist eigentlich das Einzige, was wir jetzt noch nicht gesehen haben, was mich nochmal endgültig beerdigen würde. Dann hatten wir eigentlich literally alles. Alles, was einem so richtig schön wehtut. Komm, gib uns noch die 3%. Ich meine, wir hatten zweimal 2% Magiebeschleunigung, das habe ich davor gleich auch noch nie gesehen. Tonnenweise 1% Magiebeschleunigung. Also wenn ich das alle auf dem Range, wenn ich alle meine Blessings heute auf Alice benutzt hätte, wäre ich ziemlich gut dabei weggekommen, tatsächlich. Auch die Int +5 theoretisch. Dann hätten jetzt alle meine Elementoren Basis Minimum 3% mehr Cast-Time wahrscheinlich. Wow, und das 8. Mal Crit Damage 0, in Klammern vielleicht schon 9. Und das 8. Mal. Cool, läuft bei mir. Ja, Hauptsache, das ist beides. Weißt du, was soll denn das eigentlich? Hauptsache, das beides ist positiv. Was soll denn das? Wow, danke. 0,5 Crit Damage. Woo, crazy, boys. Ja, der Cloak hier ist wieder die Frage. Ich meine, eigentlich will ich natürlich eher den 8 Dex Cloak haben. Aber ich habe hier aus irgendeinem Grund einfach keinen. Ja, ich meine, ist egal. I guess. Da kommt eh nichts mehr. Wahrscheinlich kommen jetzt die 2,5 Crit Damage. Das wäre auch wieder so typisch, ne? Oh, ne, meint 46 MP ist das höchste. Mein Fehler. 46 MP ist das höchste. Schätze ich. Also hier müsste jetzt zweimal 2,5% Crit Damage kommen. Das wäre doch gelacht. Aber es viel besser wäre es ein 8 Dex Cloak von dem her. Ich weiß gar nicht, warum der Char keinen hat, aber Cloaks ist echt so eine Sache. Wenn du all deinen Chars diese Cloaks gibst, das ist actually auch gar nicht mal so günstig. Ich bin gerade überlegen, ob ich mir nicht doch noch einen holen soll, schnell. Und here we are. Ja, macht vielleicht mehr Sinn einfach. Also, ich meine, der Coral Cloak ist zwar eigentlich gar nicht mehr so uncool. HP und Geschwindigkeit, aber letztendlich, wie gesagt, ein Damage-Dealer, auch wenn es nur 8 Decks sind. Kommt 3% Magiebeschleunigung. Nope. Ja, ich meine, Damage ist Damage. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Halt deine Fresse. Es kann doch nicht wahr sein, oder? Hatten wir zweimal 4 Int oder einmal? Ach, es ist so lächerlich, ey, wirklich. Zweimal 4 Dex, 3x 4 STR, einmal 4 Int mindestens und einmal 5 Int. Aber kein einziges Mal Crit Damage über 1% und generell quasi literally kein Crit Damage. Das kann doch nicht wahr sein, Mann. Ich hänge jetzt wirklich so noch mit dem letzten Finger an der Klippe. Der Schweiß tropft die Hand runter, kannst dich kaum noch halten. Und hier kommt die Blessing of the Demon und hau mir mit der Schaufel auf den Finger, damit ich runterfalle. Die Schaufel signalisiert die 0% Crit Damage.
0,5% Crit Damage, let's go. Anscheinend hat es Glück gebracht, den Cloak zu holen. Also haben wir jetzt dreimal 0,5 Crit Damage. Nee, zweimal. Wow. Das heißt, wir haben 10 Mal Crit Damage und davon war es 10 oder 11 Mal, davon war es sogar zweimal positiv. Ja, jetzt müsste ich mich fast schon entschuldigen, weil das ja schon überdurchschnittlich ist, aber es ist halt lächerlich, dass es immer nur 0,5 sind. Und alles andere hier, die Max-Werte die ganze Zeit kommen oder die zweitbesten Werte. Wie viel haben wir überhaupt noch? 36. Ja. Also wie gesagt, bevor ich hier wirklich mal mehr, also das hier ist schon grenzwertig, also ich würde sagen in Zukunft eher so auf jedem Char nur 100. Über 100, das war tatsächlich viel zu viel. Muss ich mir für die Zukunft merken. Und ja, also so richtig krass viele, also wie gesagt, mal so 1000 oder so benutzen, mache ich es safe erst, wenn die das mal beschleunigen. Also vor allem, dass das auch mit den FP, also das ist schon wieder so typisch Flife einfach. Die sollen einfach die Animationen, also vor allem diese, wie gesagt, die Werteanimation am Ende, die ist komplett unnötig, finde ich. Aber das einfach nur noch triggert. Also, ich meine, man weiß ja eh, dass es zu 80% 0 ist. Ja, dann sag halt einfach 0, damit ich direkt weiter rollen kann. Das ist einfach literally komplette Zeitverschwendung, dieses Ende. Dass es eine gewisse Animationszeit hat und so, okay, kann man ja machen. Es ist ja wie so eine Slot-Machine quasi. Aber, ey, ganz ehrlich, es ist unnötig. Und die wissen ja genau, dass man hiervon so viele benutzen muss, um überhaupt mal was zu bekommen, geschweige denn mal gute Werte zu bekommen. Also, check's nicht. Das müssen die auf jeden Fall beschleunigen. Ja, 2 STR wahrscheinlich, oder? Aber ich krieg kein einziges Mal 1% Crit Damage. Läuft bei mir. Na gut, 2 mal 0,5 ist auch 1, aber das ist nicht das Upgrade, das ich mir erhofft hatte. Also eigentlich hatte ich tatsächlich überhaupt keine Erwartungen, ehrlich gesagt. Also ich meine, ich wollte halt meine Char stärker machen, aber ich hatte es nicht irgendwie gesagt, das ist so lächerlich. STA ist positiv, Crit Damage negativ. Also ich hatte es nicht irgendwie gesagt, ich will so und so viel. Oder? Nicht, dass ich mich erinnern könnte zumindest. Lächerlich. Wenn das jetzt wieder positiv gewesen wäre, dann wirklich. Das Spiel macht sich nur noch über mich lustig. Es muss doch jetzt einmal ein guter Crit-Damage-Wert kommen, oder? Mit nichts über 1%, aber von allem anderen Max-Werte gefühlt. Jetzt geben wir uns jetzt den Doppel-Crit-Damage oder einmal Crit-Damage mit 5 Decks. Irgendwas. Ach so, er muss uns noch die 5 STA geben. STA hatten wir noch gar nicht mit 4 oder 5. Wir hatten alle Werte mit 4 oder 5, außer STA von den Base-Attributen. Ja, das ist crazy. 14 Crit-Damage haben wir jetzt. 14 mal Crit. 15. Ist es so... Und Ausweichen ist wieder positiv. Warum? Es ist immer nicht Crit-Damage positiv. Es ist immer nicht Crit-Damage. Das kann doch nicht wahr sein. Ey, Mann. Wir haben nicht mehr viele Scrolls. Jetzt. Und es kommt wieder 0,5. Alter, leck mich doch. Junge, jeder, der mein CS sieht, fängt doch einfach nur lauthals an zu lachen, oder? 0,5 Crit Damage, 0,5 Crit Damage, 0,5 Crit Damage. 4 Decks, 4 Decks. Hätten auch jeweils 2% Crit Damage sein können. Ich meine, von allen Chars, die wir erweckt haben, ist das tatsächlich der niceste, weil er hat überall ein schönes Damage-Upgrade bekommen. Leider überall zweiten Wert als Zero. Hier wäre sogar Dex gewesen bei dem einen Crit Damage. Hier, es war sogar zweimal. What the fuck? Es war sogar zweimal Dex und Crit Damage. Damn. Ich würde sagen, zum Abschluss hauen wir noch 11 Dinger in den Elementor. Achso, weil da steht gerade ein Darkon, ne? Müssen wir uns kurz zu importen. Ich bin ein gebrochener Mann. Also das ist so lächerlich. Wir haben nicht ein einziges Mal mehr als 1% Crit Damage bekommen
Und wirklich jeden anderen Wert haben wir besser bekommen. Ich meine, ich würde mich ja nicht aufregen, wenn es einfach generell beschissen gelaufen wäre. Aber das ist doch wirklich lächerlich, oder? Also jeden Wert im Game haben wir bekommen. Nur nicht Crit Damage. Über 1%. Also das ist so, also das kann man sich ja wirklich nicht ausdenken. Geistesgestört. Absolut geistesgestört. Vollkommen geisterkrank. Und jetzt machen wir hier noch 11 Rolls, kriegen wahrscheinlich gar nichts, ist eh klar. Aber wir haben uns so oft Magie bestellt. Wobei, die letzten, so viele Rolls waren jetzt gar nicht mehr dabei, wo wir, 0% Crit, 0,5% Crit-Rate. Achso, ich muss jetzt hier noch die, die FPS auf V-Sync. Wie gesagt, aus irgendeinem Grund funktioniert es bei mir nicht mit, hier 240 anklicken, da passiert bei mir einfach gar nichts. Ja, wobei, keine Ahnung. Sind es eh nicht so viele. Für ein 1% Cast-Time würde ich nehmen. Trash. Mal kurz eine Hose anziehen. Ja, oder Geschwindigkeit. Nope. Zugegebenermaßen, Geschwindigkeit hatten wir auch nie mehr als 2%, glaube ich, oder? Hatten wir einmal 2%? Ich glaube schon. Ah, gut, das war jetzt auch vergebene Liebesmüh. Natürlich, ja. Ja! Es ist doch so lächerlich! Das ist doch nicht dein Ernst. Oder die ganze Zeit kommt Magiebeschleunigung 1% und dann kommt Fernkampfabwehr 2. Statt der Magiebeschleunigung, die auch zeitgleich drauf war. Also das kann man sich doch wirklich nicht ausdenken, oder? Ah, ich hasse dieses RNG, es regt mich so auf, das macht mich so wütend. Danke euch vielmals fürs Zuschauen, schaut im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung für tägliche Livestreams. Viel Glück mit euren Blessing of the Demons, wir sehen uns im nächsten Video wieder, bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, ciao.